Herzlich willkommen zu dem Bibeltrainingskurs über das Reise des Herzens durch das Hohelied. Wirklich jeder von uns hat eine Reise von der Anfang in Christus und dann in die ganze Reife und in die Fülle. Da ist kein Ende von diesem Wettlauf, von dieser Herrlichkeit und für dieses Leben in Gott. Und wie ich schon gesagt habe, diese könnte man sagen, ist die Geschichte von der Samen auf der guten Erdboden, die 30, 60, 100-fach Frucht bringt. Und wir sind wirklich nur am Anfang immer noch, aber wir werden uns eilen und laufen zusammen wirklich zu das Ende von dieses Buch, die so gewaltig ist, was aus dieser Person in Christus wirklich geworden ist. Und das Braut Christi. Und warum das Thema auch so interessant ist in unserer Zeiten, weil die Endzeit ist die größte Offenbarung von der Brautgemeinde, die internationale Gemeinde, oder man könnte sagen, das Johannes 17 Volk, die wirklich in Gott vereint ist und dann in Liebe mit Gott und dann miteinander. Es ist die größte Liebesbewegung und Herrlichkeitszug, die gerade jetzt entsteht weltweit. Und wir sind so gesegnet, Teil zu sein, was Gott in diese stürmische, bewegende, erschütternde Endzeiten vorhat, aber wir brauchen die Offenbarung, was mit uns und welche Rolle wir spielen in dieser gewaltigen Geschichte Gottes. Und das freut mich jedes Mal zu denken, unser Gott ist der Erste und das Letzte, der Anfang und das Ende oder das Ziel. Gott hat die ganze Geschichte und er hat etwas in 1. Mose angefangen und in das Buch Offenbarung, es kommt zu die herrliche Vollendung in die Fülle von die ersten Samen. So, wir können uns beruhigen. Gott ist wie der größte Architekt. Er hat die Pläne alles schon gelegt. Er ist mächtig dabei, in unserer Welt zu wirken und auch in unserem Leben. Ich will noch einmal zu dieser Stelle zurückgehen und ich möchte noch eine Clip machen über die Beziehung mit Jesus als unser guter Hirte, die uns zu Weide und Ruhe am Mittag, wenn die Hitze am stärksten ist, führen. Erzähle mir, du, den meine Seele liebt. Das ist ein schöner Name für Jesus. Du, den meine Seele liebt. Wo weidest du? Wo lässt du lagern am Mittag? Und jetzt wir wollen Psalm 1 anschauen. Es gibt ganze Psalmen, die gewidmet sind als Lobpreislieder und Liebeslieder zu das Gesetz Gottes. Und in die hebräischen Gedanken, das Gesetz Gottes steht für das gesamte Fülle der Worte Gottes. Weil Gott hat dieses Volk ins Leben gebracht, sein Wort und Licht zu den Nationen zu tragen und der Messias in die Welt hineinzubringen. Und deswegen ist das Volk so gehasst, weil sie sind ein Zeugnis für Gottes Realität in der Welt und für Gottes Treue und Bund und Offenbarung Gottes. Und wir sind das auch hineingekommen in das Zeugnis und Licht für die Nationen. Auf jeden Fall, Psalm 119 ist die längste Psalm der Bibel. Das ist eine Widmung der Liebe über das Wort Gottes, was es ist für uns. Es ist ein unglaubliches Lied. Und dann Psalm 19 ist auch ein Lied über das Wort Gottes. Und Psalm 1 sogar spricht über der gesegnete Mensch, die wie ein Baum des Lebens wird, gepflanzt bei lebendigem Wasser der Wonne und Stürme des Lebens. Okay, jetzt wollen wir das schauen. Glücklich der Mann und Frau, der nicht folgt
dem Rat der Gottlosen, nicht den Weg der Sünde nicht betritt und nicht im Kreis der Spotte sitzt. Da ist schon eine Entscheidung wieder, einige Dinge zu vermeiden. Die Weisheit der Welt, in dem Kreis der Spotter. Welche Filme schauen wir? Welche Musik hören wir? Es gibt wunderschöne Musik, es gibt gute Filme, aber wir wollen nicht sitzen in Filmen und in die Weisheit der Welt, wo Gott nicht geehrt wird, wo Gott geschmäht wird, wo Lügen und gesetzbrechende Mord und alle mögliche gerühmt wird. Wir wollen das nicht sitzen, stehen und nicht wandeln in diese Plätze. Genauso wie nicht gleichförmig diese Welt. Das ist eine Entscheidung. Von welcher Quelle ernährst du dich? Weil deine Augen und Ohren sind die Türen. Was du reinlässt und anders denkst, das wird deine Gefühle und Taten hervorbringen. So, wir ernähren uns und schauen hinein, hören und schauen in Gottes Welt und dann unsere Gedanken, unsere Gefühle und Taten wird zu Gewohnheiten und Charakter wird geformt und wir werden das Reich Gottes Königreich tragen in uns. Preis dem Herrn. So, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Und über das Gesetz sind Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. So da ist reichliche Wasser, das in uns dann hereinkommt, Wasserbecken, die seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm. Ja, die Verheißungen sind etwas, was ich möchte in mein Leben. Und hier sagt es, dieser Mann hat seine Lust, seine Freude, seine größte Freude, seine Beute, seine Ratgeber. Das sind alle Namen, was man findet heraus in Psalm 119. Hat seine Freude am Gesetz des Herrn. Und über diese Gesetz sind Tag und Nacht. Ich möchte ein bisschen über diese Nachsinnen, Nachdenken, Meditieren über das Wort Gottes. Eigentlich, das ist auch eine hebräische Gedanke, wie sie die Bibel lesen und betrachten. Und es hat zu tun mit nicht die ganze Bibel zu lesen, sondern nur kleine Abschnitte, eine Vers oder eine Gedanken. Und dann diese Gedanken leise zu sprechen, zu beten. Eigentlich das Wort nachsinnen, meditieren bedeutet wiederkauen. Wie eine Kuh, eine Schafe, eine reine Tier. Sie sind frühmorgens auf, sehen sie essen Gras, 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 Gras. Und am Mittag, sie setzen sich hin, aber sie kauen immer noch, obwohl sie nicht essen. Es kommt wieder hoch. Und sie kauen das noch und in Ruhe kauen sie nach. Und das ist, was das Wort Nachsinnen, biblischer Sinn. Du legst dich hin vielleicht in der Nacht und du denkst, oder du sagst in dein Herz und betest, Psalm 23. Ich bete jeden Abend Psalm 91. Ich denke an das. Er gibt seinen Engel Befehl über mir, mich zu schützen auf alle meine Wege. Ich denke langsam, ich lasse das wieder hochkommen. Ich denke, dass keine Plage naht mein Zelt und keine Böse kommt auch nicht in mein Leben. Ich nehme das. Ich denke an Gott. Ich denke ganz einfach in Ruhe. Es ist wirklich so eine Erwägen, eine Reflektieren, ein leises Beten, etwas wirklich murmelnd wiederholen. Während wir uns abschließen von aller äußerlichen Zerstreuung, komplett versinkt in die Gemeinschaft mit diesen Worten. Das ist, was biblische Nachdenken ist. Es ist wirklich, ja,
einen Weg, dass wir das Wort Gottes kauen. Damit, wenn man kaut das Essen, man verkleinert das, damit die Kraft in diesem Essen Teil von deinem System wird. Deswegen, Jesus hat gesagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, ihr könnt bitten, was ihr wollt. Und es wird geschehen. Weil das Wort, das wir in uns bleibt, ist Teil von unserem System. Es gehört uns, wir beten in seinem Wille. Wir beten gemäß Gott. Wir wissen, was Gott will. Das ist Teil von uns. Wir können bitten, was wir wollen. Weil wir wollen und wissen, was uns gehört, was Gott uns wirklich gegeben hat. Ich möchte noch einen Vers lesen. Ich hoffe, dass das euch hilft. Diese Hirte deiner Seele, diese grünen Auen. Ich möchte sagen, wenn wir das tun, wir sind wie ein Baum des Lebens, gepflanzt am Wasserbecken, wo der Strom der Wonne und Freude von Gott wirklich geht. Wir können sagen, wir sind auch wie ein Palmbaum, die aufwächst. Ich liebe Palmen. Gerade, immer nach oben und die hat die Krönung oben. Und seine Frucht trägt zu jeder Zeit. Und das bedeutet, wenn immer welche Zeit oder Phase du gehst durch dein Leben, du wirst genau die richtige Frucht haben. Wenn du bist in einer langjährigen, vielleicht Menschen, die auf die Nerven gehen, du wirst die Geduld haben. Du wirst alles haben, was du brauchst zu dieser Phase, zu dieser genauen, passenden Umständen, wo du bist. Ich habe das immer wieder in mein Leben erlebt. Durch Höhen, durch Tiefen, durch Krisen, durch trockene Zeiten, über Berge gehen, in tiefe Täler. Das Wort Gottes, genau was ich brauchte, genau entweder die Kraft, genau die Geduld, genau die Freude, genau die Weisheit für die Herausforderungen. Es war immer da. Es kam immer hoch. Das ist der Heilige Geist. Der bringt das dann in dein Herz und in deinen Gedanken. Diese Worte, die du auch hineinbringst, ist Munition. Wenn der Feind kommt mit seinen Lügen, mit seinen Versuchungen, du kannst den Schild des Glaubens hochhalten und sagen, nein, das kommt nicht von Gott, das nehme ich nicht an. Das ist eine Lüge, das ist eine Versuchung, das ist eine Verdrehung, das ist Eifersucht, das will ich nicht fallen, ich will nicht in diese Dinge kommen. Du löscht das feurige Pfeile aus mit dem Schild des Glaubens. Du bist voll bereit für alles. Und dann sagt es, preis dem Herrn. Genau wie Jesus mit dem Schwert des Geistes, wenn der Feind ihn versucht hat. Das war echte Sachen. Er kam zu seiner schwächsten Stunde. Aber Jesus hat nicht diskutiert. Jesus hat nicht argumentiert. Jesus hat nicht mit ihm irgendwas gemacht. Er hat nur gesagt, es steht geschrieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Weiche von mir. Das ist das Schwert des Geistes. Das dringt durch. Das schützt dich. Und die Verheißung ist, alles, was er tut, gelingt ihm. Alles, was er tut, gelingt ihm. Ich muss euch ehrlich bekennen, ich möchte nicht verlieren. Ich möchte doch gesegnet sein. Ich möchte auch gewinnen. Und manchmal der Weg sieht nicht so aus, das ist egal. Ich will gewinnen. Den himmlischen Krone, diese Krone der Gerechtigkeit. Ich möchte gelingen in allem, was ich tue. Und so, dieses Buch behalte ich. Es ist zur Wonne und Freude meines Herzens geworden. Jesus hat gesagt, wenn wir seine Worte hören und dann tun, wer sie tut, nachdem man nachdenkt, dann hat man die Kraft
Und dann hat man die Wille. Und dann kann man die richtigen Entscheidungen machen. Und die Entscheidungen führen zu richtigen Taten. Und wenn ich immer wieder entscheide, die richtige Mentalität, die richtigen Handlungen, die richtigen Taten, das formt Gewohnheiten. Und wenn ich immer in diese Gewohnheiten bleibe, das formt Charakter. Ich möchte einfach sagen, du bist nicht geboren mit einer guten oder schlechten Charakter. Auch Charakter ist kein Geschenk, wie deine neue Natur. Dein neues Wesen von Gott ist geschenkt. Dein neues Leben ist geschenkt. Aber Charakter wird geformt durch die Entscheidungen, die du triffst. Wenn du immer wieder die falschen Entscheidungen machst und du schaust die falschen Dinge, dann denkst du über die falschen Dinge, dann tust du die falschen Dinge und du tust sie immer wieder. Das ist was eine schlechte Charakter. Aber wenn du hörst das Richtige und du denkst nach über das und du bringst es in dein Leben und du hast deine Gedanken, das setzt Gefühle frei, das setzt Handlungen frei und Taten und man macht gute Entscheidungen und macht das immer wieder, dann ist dein Charakter geformt. Du willst Gott immer preisen. Du willst immer aufstehen. Das ist Teil von deinem Leben geworden. Du wirst immer sein Wort preisen. Du weißt, er ist gut. Du wirst immer entscheiden, Leute zu vergeben. Das ist Teil geworden von deiner ganzen Mentalität und Lebensstil. Und das ist es, was unsere Kraft gibt und Gelingen in dein Arbeitsfeld. Du wirst nach oben gehen. Die ganze Welt und alle Firmen schauen für Leute, die tragfähig, gesalbt, gut, starke Charakter haben, kreativ. Ja, preis dem Herrn. So, das ist der Ort, wo wir Ruhe finden, Ernährung und einen Weg zu überwinden, den Bösen und in die Erbe und das Erbland in Besitz zu nehmen, das Gott uns geschenkt hat in Jesus Christus.